Wer von euch fährt BMW und hat bereits das HiFi-System integriert und sagt sich, eigentlich bin ich schon ganz zufrieden, das läuft gar nicht mal so schlecht, aber dennoch, ich möchte jetzt noch mehr haben und zwar mit möglichst wenig Aufwand. Ich habe euch heute aus dem Hause Audiotech Fischer die Match Up 7 BMW Upgrade Endstufe, die ich euch jetzt vorstelle. Wir werden jetzt einen Soundcheck machen von der originalen HiFi-Anlage, werde ich euch meinen Senf dazugeben. Dann tauschen wir einfach den Verstärker aus, der da integriert ist bei der BMW HiFi-Anlage mit unserem Match Up 7 und machen danach nochmal einen Soundcheck und werde euch danach nochmal erzählen, wie viel geiler das danach spielt. Ich mache jetzt mal schnell einen Soundcheck und zwar mit meiner GEMA-freien Musik für den ersten Bereich, wo ihr dabei sein dürft. Und wenn ich nochmal meine GEMA-lastige Musik anhöre, dann muss ich euch kurz rausnehmen, aber ich höre mal hier eine Runde. Also Soundcheck der BMW HiFi-Anlage, also nicht der Standard. Bei der Standard war es ja tatsächlich so, dass es schon nicht gut war, weil der Sound selber bei den Lautsprechern geklebt hat, die Lautstärke war nicht gut. Hier muss man jetzt echt sagen, im HiFi-System für die normalen Ansprüche würde ich sogar sagen, geht schon, weil der Sound sehr auf dem Armaturenbrett spielt, Stimmen sind recht sauber, selbst der Pegel ist jetzt mit der HiFi-Anlage in einem grünen Bereich drin. Man kann sich also, wenn man mal voll aufdreht, nicht mit dem Nachbarn unterhalten. So laut ist es zumindest mal. Und ja, der Bass ist, wenn ich nicht voll aufdrehe, auch okay. Der ist gut voluminös da. Man merkt halt dann, wenn man echt ein bisschen, jetzt kommt der richtige Spaßfaktor, dann merkt man, dass die Anlage auch angestrengt klingt. Der Bass echt dann an schon seine Grenzen ist und nicht mehr weiterspielt. Er bleibt einfach in einer platten Form da. Also ja, es ist schon noch Potenzial nach oben, aber man muss auch zugeben, dass die HiFi-Anlage für die normalen Ansprüche, jemand, der sagt, ich kaufe mir halt jetzt ein Auto und dreht die Musik auf und sagt, ach ja, spielt ja eigentlich schon mal ganz gut. Die Meinung kann ich absolut teilen. Aber wir können da natürlich noch mehr draus machen. Der einzige Ort, an dem wir jetzt was machen müssen, ist im Kofferraum, im linken hinteren Seitenteil. Da befindet sich der HiFi-Verstärker und normalerweise bei den meisten BMWs ist er sogar direkt offensichtlich hier an diesem Seitenteil dran, samt Verkabelung, wo wir es jetzt wegschrauben können und mit Plug and Play drauf adaptieren können. In unserem Fall ist die Endstufe unterhalb dieser Plastikverkleidung und die können wir jetzt mit ein paar Schrauben und ein paar Handgriffen entfernen und darunter befindet sich jetzt in dem Fall beim GT unsere HiFi Endstufe. Wie gesagt, beim 3er GT befindet sich unsere auszutauschende Endstufe hier unten dran. Dazu müssen wir lediglich eine Schraube hier hinten drin lösen, um die ganze Einheitsplatte rauszunehmen. Und jetzt können wir die ganze Platte hier nach vorne entriegeln und hier vorne rausnehmen. So, wir brauchen an der Stelle nur die Verriegelung hier aufmachen und können den ganzen Verstärker abstecken und mit einem 8er Bit die Schraube hier lösen. Und dann kann man die Endstufe so wegziehen und entriegeln und habe die in der Hand und kann die auf die Seite legen. Was verbirgt sich jetzt also in der Verpackung von der Up 7? Natürlich eine Anleitung mit allen Hinweisen. Wir haben den Verstärker hier schön eingepackt. Das ist das gute Stück. Ebenfalls finden wir jetzt hier vor unseren Kabelkit, den wir verwenden, um das Ganze per Plug and Play anzuschließen. Im Lieferumfang auch mit dabei ein Stromanschlussstecker, falls die Endstufe mal als Standalone-Endstufe in einem anderen Fahrzeug mit installiert werden soll, ohne dass wir das in den BMW einbauen, weil bei dem BMW brauchen wir nur dieses Anschlusskabel, sonst gar nichts mehr. Und wenn wir noch eine Veränderung am DSP vornehmen möchten,
oder ein neues Setup aufspielen per PC, brauchen wir noch dieses USB-Verbindungskabel, liegt auch im Lieferumfang mit dabei. Und jetzt eine Montageplatte, die fix und fertig für die Vorbereitung, für die Installation in diesem Fahrzeug ebenfalls mit dabei liegt. Dann schrauben wir mal die Endstufe auf dem Blech entsprechend fest. Die Schrauben liegen übrigens auch im Lieferumfang mit dabei. So, und jetzt können wir das Ganze wieder befestigen. Hier, da wo die ursprüngliche Endstufe auch befestigt war. Das hier an der Seite gehört auch nicht zu unserer HiFi-Anlage dazu. Das heißt, wir lassen das mal ganz unberücksichtigt und stecken nur den Originalverstärker ab, den wo ich jetzt abgesteckt habe. Auf den originalen Anschluss kommt jetzt unser Adapterstück. Fix und fertig drauf verriegelt. So. Und jetzt können wir alles hier anstecken. Und können das so wieder direkt da montieren, wo sie gerade eben war, die Endstufe. So, zack, und wieder alles festmachen. Wir haben jetzt das Sound-Setup für den BMW GT3er jetzt bereits aufgespielt. Wenn ihr die Endstufe bei uns bestellt, dann schreibt ihr uns einfach dazu, für welches genaue Modell ihr dieses Setup braucht. Bitte die FIN-Nummer uns mitteilen, dann machen wir das für euch. Also das braucht ihr nicht selber machen, ihr baut die Endstufe nachher nur noch ein. Wir haben es jetzt hier draufgeladen und hören uns jetzt mal an, was passiert ist. So, also, ich habe jetzt mal einen ausgiebigen Soundcheck hinter mir und kann jetzt folgendes Urteil abgeben. Ja? Also, wir haben jetzt ein wesentlich besser harmonisches System. Es klingt richtig schön vom Hoch-, Mittelton- und Tieftonbereich super zueinander passend. Man merkt auch, wir haben jetzt diese Mehrleistung auch zur Verfügung, weil ich jetzt einfach auch lauter machen kann und es klingt trotzdem noch sauber, ohne dass man merkt, es klingt so angestrengt. Ja? Und vor allem im Bassbereich habe ich extrem viel mehr Kontur. Also das heißt, der macht jetzt wirklich auch bei hohen Lautstärken, gerade bei Michael Jackson und so weiter, da macht er einfach Bum, 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 wo er vorher nur gemacht hat. Soll ich es nochmal wiederholen? Bum, Bum. Und also man merkt, das sind zwar die alten Lautsprecher, aber wir haben ein viel besseres Setup und kann sozusagen jetzt den letzten Tropfen aus meinen Lautsprechern rausholen. Und das hat Audio-Tech Fischer echt gut hinbracht. Ich habe schon das Gefühl, ich hocke mich rein und denke mir, ui, was ist denn jetzt passiert? Es ist auch viel brillanter im Hochtonbereich. Die Stimmen sind schöner zusammengefasst. Ihr habt das aus einem Guss. Also es ist viel audiophiler wie vorher. Und für die, wo es nur mit Lautstärke und Bass haben wollen, auch die werden hier auf ihre Kosten kommen und können mit diesem wenigen Austausch, mit dieser Austauscharbeit ein viel schöneres Ergebnis erzielen. Wer unsere Videos immer mitverfolgt, ja, der hat auch schon mitbekommen, dass wir auch komplette Umrüstanlagen, zum Beispiel von Gladen oder von Eaton einbauen, was natürlich auch viel mehr Arbeitsaufwand ist. Gegenüber dem jetzt hier, da kommt natürlich schon noch ein ganz anderes Ergebnis bei raus. Aber für jeden, der sagt, na, ich möchte da gar nichts an Zeit reinstecken und ich möchte auch nichts auseinanderbauen, der liegt jetzt bei der Match Up 7 für den BMW Gold richtig, weil hier gibt's wirklich, das ist so minimaler Aufwand, was man hat, um die Endstufe zu tauschen und mit dem bereits fertigen Vorsetup, das wir für euch bereits schon aufspielen und das alles nur noch mit Plug and Play, also wirklich nur noch anstecken. Einfacher kann man es nicht mehr machen, um einfach ein besseres Sound-Feeling im BMW zu haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Olli von AAS24.